Servus Leute, in diesem Video geht es hier um diesen Akku-Bohrschrauber von Parkside. Wir schauen uns noch mal genauer an, ob er was taugt und ob er vor allem mit diesem Akku-Bohrschrauber von Bosch Professional mithalten kann. Viel Spaß beim Schauen! So, jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja Leute, ich habe es schon wieder getan. Ich habe mir einen Akku-Bohrschrauber von der Performance-Reihe von Parkside besorgt. Ich habe ja letztens erst ein Video über diesen hier, über den Akkuschrauber von Parkside Performance gemacht. Ich war da relativ positiv überrascht über dieses Gerät von der Preis-Leistung her. Das Video werde ich euch hier nochmal oben verlinken. Könnt ihr es euch nochmal reinziehen. Aber heute geht es um einen Akku-Bohrschrauber und ich möchte einfach mal schauen, ob er auch was kann im Endeffekt für dieses Geld. Und wir wollen das Ganze natürlich auch wieder einen kleinen Vergleich machen. Hier mit dem Bosch Professional mit dem GSB 18V85C. Es ist auch ein Akku-Bohrschrauber. Die Werte werden wir uns gleich nochmal anschauen und ich bin gespannt, was dieses Gerät hier alles so kann. So Leute, geliefert wird er hier in einer Kiste. Es gibt mehrere Varianten, die man bestellen kann. Das werde ich euch natürlich unten alles nochmal neu verlinken hier. Es gibt diese Variante nur im Grundgerät, da muss man den Akku und das Ladegerät noch dazu kaufen. Oder es gibt auch eine Variante im Koffer. Schaut es einfach mal an, ich verlinke es euch unten. Da sind dann noch zwei Akkus und Ladegerät dabei, denn das Ladegerät passt hier super rein. Auch ein Akku, hier noch ein Akku und schon haben wir das Ganze ausgestattet. Aber wie gesagt, das ist die normale Variante hier. Da ist das Grundgerät einfach mit dabei und der Clip ist hier schon befestigt, wie ich hier sehe. Und dieser Griff, den kann man dann noch hier hinmachen an die Seite. Hier für links und rechts zum Bohren und noch ein Abstandshalter für die Wand, dass man weiß, wie tief man bohren kann. Das ist schon mal die Grundausstattung. Bevor wir uns die Maschine hier im Detail anschauen, ich werde nachher für den Test einen 4 Ampere Smart Akku von der Performance-Reihe nehmen. Das ist ja auch ein neuer Akku auf dem Markt oder ein neuerer Akku auf dem Markt. Der ist App-steuerbar und soll die gleichen Zellen haben wie der von Bosch Professional, der ProCore. Nur, dass wir es halt vergleichen können. Ich werde nachher hier auch einen 4 Ampere Akku einsetzen in das Bosch, damit wir das einfach vergleichen können. Diese App-Steuerung habe ich im letzten Video schon erklärt. Darauf werde ich heute einfach nicht mehr eingehen. Kommen wir mal zu den technischen Details. Schaut euch gleich mal die mitgelieferte Bedienungseinleitung an, denn da steht nämlich ein wichtiger Satz schon mal wieder drin. Das müssen wir gleich hier berücksichtigen. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Also es ist für den Hobbyhand, Heimwerker, wie auch immer bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz. Also das müsst ihr von Anfang an schon mal wissen. Jetzt kommen wir mal zu den technischen Details. Also wie gesagt, der hat ein Zweiganggetriebe. Der erste Gang, Leerlaufdrehzahl, liegt bei 0 bis 400. Ich vergleiche ihn aber immer gleich hier mit diesem Bosch Professional Gerät. Und zwar, der hat dann 0 bis 480. Also er ist ein bisschen schneller, um 80 Umdrehungen pro Minute. Und hier der zweite Gang liegt bei 2100 liegt er und hier liegt er bei 2000. Die Schlagfrequenz soll von 0 bis 7000 im ersten Gang sein, im zweiten Gang 0 bis 36.000 Schläge pro Minute. Der Bosch Professional liegt bei Schlagzahl 31.500, also soll der hier im zweiten eigentlich schon stärker sein von den Schlagzahlen her, weil der liegt ja bei 36.000 Schläge pro Minute im zweiten Gang. Das maximale Drehmoment liegt bei dem hier bei 80 Newtonmeter. Hier haben wir einen ganz leichten Vorteil von 5 Newtonmeter mehr. Da liegen wir nämlich bei 85 Newton von der Drehzahl her. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, weil der hat jetzt eine höhere Schlagdrehzahl und der hat 5 Newton mehr. Aber das wollen wir jetzt einfach mal nachher im Vergleich oder im Test einfach mal schauen, wie sich beide anstellen.
So, hier vorne seht ihr noch das Römbo-Futter, Bohrfutter, und zwar bis 13 mm. Das soll auch eine, ja, so eine automatische Sicherung drin haben, dass es sich nicht festfrisst und dass man es relativ einfach wieder lösen kann. Ihr kennt es ja, wenn man das Ding reinmacht und es frisst sich fest oder sonst irgendwas, dann kriegt man es nicht mehr auf, und hier soll es gehen mit diesem Römbohrfutter. Wir haben hier Drehmomentstufen von 1 bis 21, die ihr einstellen könnt, plus 1 die Bohrstufe, Drehmoment, und noch das Bohren und Hämmern. Wir haben jetzt hier nochmal die Geschwindigkeitsregelung hier oben, und zwar ist die jetzt ein bisschen besser gelöst als beim Akkuschrauber, denn dieser Hebel ist ein bisschen größer. Wer Wurstfinger hat, der weiß, dass es beim Akkuschrauber ein bisschen schwerer ist. Gott sei Dank habe ich keine Wurstfinger und es geht wirklich hier super einfach zum Schalten. Ja, wir haben jetzt hier natürlich noch die Befestigung für, hier vorne kommt dann der Griff hier hin, den wir hier noch drauf machen können. Kann ich euch wirklich auch noch empfehlen, den dann wirklich beim Bohren hier in die Wand ranzumachen, dann habt ihr einfach mehr Kraft. Ja, dann haben wir einfach noch, aber das kommt immer auf den Akku drauf an, denn der andere Akku, der hat jetzt hier die Anzeige an der Seite hier zum Drücken hier, der 2 Ampere Akku hier an der Seite, und der hier, der Smart Akku, hat es hier oben, und da könnt ihr hier nochmal ablesen. Gaspedal haben wir ganz normal, Links- und Rechtslauf, Gaspedal, wenn man drauf drückt, haben wir hier auch ein schönes Arbeitslicht, finde ich auch noch ganz gut, und den Gurt kann man auch auf beide Seiten hier anbringen. So, das war jetzt erstmal das erste von der Erklärung her. Wir haben noch einen Brushless-Motor, stimmt, das hat noch gefehlt. Was mich noch interessiert, sind die Gewichte der beiden Geräte. Und zwar haben wir ja in beiden Geräten hier einen ein 4 Ampere Akku drin, sollen also die gleichen Zellen ja verbaut sein. Jetzt schauen wir mal, was der Parkside auf die Waage bekommt. Der mit 2,27 Kilo und der Bosch hier mit 4 Ampere Akku 2,140. Also ist der ein ganz leicht, ja, ein bisschen leichter wie der hier, und von der Größe, naja, ich sage jetzt mal, es ist nicht viel, es ist so ein Stück, wo er dann praktisch hier ein bisschen länger ist, hier der Performance von Parkside, aber gut, Höhe ist alles gleich, und handlich muss ich sagen, ja gut, es ist schon ein gutes Gerät, das sind beide relativ handlich, liegen eigentlich beide relativ gut in der Hand. Wir haben ja hier so eine Gummibeschichtung hier, wo er wirklich rutschfest in der Hand liegt. Mir ist jetzt was hier aufgefallen am Parkside, warum auch immer, jetzt schaut's mal, der steht jetzt schon eine Weile. Wenn ich jetzt schnell drücke, passiert hier gar nichts, wie als wäre irgendwie in einem, ja, Sleeping-Modus. Das ist hier nicht so der Fall, der schießt gleich los, wenn man drückt, aber hier passiert gerade gar nichts. Es passiert erst was, wenn ich länger drauf bleibe, eine halbe Sekunde, und dann geht er los. Ich schätze mal, das hat irgendwas mit dem Akku zu tun, dass der irgendwie in den Sleeping-Modus geht, und wenn der jetzt auf dem Schlaf erwacht ist, geht das sofort los. Also warum auch immer, kann ich euch nicht sagen, aber nur, dass ihr wisst, wenn ihr dann mal drauf drückt, dann müsst ihr eine halbe Sekunde drücken, damit er erstmal losgeht. Ich würde sagen, wir gehen in den Praxistest und werden den Parkside einfach mal hier auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe hier fette 300er Schrauben, die werden wir mal reinhauen in dieses Holzstück hier, und ich habe hier nochmal was ganz richtig Fettes, und werden wir mal hier schauen, ob wir die überhaupt reinkriegen hier, und dann werden wir nochmal Holz bohren, und wir werden natürlich auch nochmal hier die Schlagfunktion versuchen, und werden ein bisschen Beton hier mal, ja, bohren und mal schauen, was es bringt. So, also schießen wir los. Der Klotz ist schon mal eingespannt, versenkt. Jetzt will ich aber euch noch mal kurz zeigen oder mal schauen, wie der Rundlauf hier ist. Und jetzt geben wir mal Vollgas. Also ihr seht, da eiert überhaupt nichts rund. Da haben wir wirklich einen schönen Rundlauf von dem Bohrfutter. Das ist mir auch schon mal wichtig. Und ich würde sagen, wir spannen jetzt einfach mal den Bit ein und hauen diese 300er Schraube einfach mal rein. Ich habe bei beiden Geräten jetzt mal hier die Griffe dran gemacht. Ich muss dazu sagen, hier haben wir ein Kickback Control dabei. Das kann ich euch nachher noch mal zeigen. Den hat der Parkside nicht, diesen Kickback Control. Deshalb ist es im Endeffekt auch sicherer, hier mit diesem
Griff zu arbeiten. Da habt ihr ein bisschen mehr Gewalt, wenn es den Akkuschrauber einfach mal hier so um die Ecke reißt. So, dann hauen wir sie mal rein. Erster Gang ist drin. Jetzt werden wir das Ganze mit dem Bosch versuchen. Gleiche Einstellung und jetzt hauen wir mal die Schraube hier rein. So, auch drin. Perfekt, ging auch rein wie Butter und wir werden nachher sehen, wer schneller war. Jetzt habe ich hier mal eine richtig fette Schraube hier, eine 12 mm und zwar 225, 250er. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir mit der hier genauso gut reinkommen. Gang 1 ist genauso eingestellt und jetzt schauen wir mal, wie wir da mit reinkommen. Jetzt gut festhalten. Okay, also das ist jetzt hier die Grenze. Hier geht nicht mehr wirklich viel. Nein, das war's jetzt. Schauen wir mal, ob wir sie rauskriegen. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen zu sehr gequält, weil er hat ein bisschen gequalmt gerade. Ich muss dazu sagen, dafür ist er natürlich auch nicht ausgelegt. Aber wir werden jetzt mal den Bosch auch so richtig krass quälen und wollen da mal versuchen, ob wir die Schraube hier mit dem Bosch reinkriegen. Bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, eigentlich ist der auch nicht dafür ausgelegt, dass er solche dicken, fetten Schrauben reinbekommt. Aber wir werden es einfach mal mit dem jetzt probieren. Gut, hiermit haben wir es geschafft. Ich muss dazu erwähnen, aber es hat 5 Newtonmeter mehr. Gut, 5 Newtonmeter, aber wir haben es mit dem Bosch geschafft und mit dem Parkside nicht ganz. Aber ich muss sagen, er hat sich trotzdem tapfer geschlagen, weil das ist schon eine dicke Schraube. Was ich vorhin mit dem Kickback Control gemeint habe, ist, deshalb macht ihr den Griff bitte ran, wenn ihr wirklich fette, große Sachen macht. Weil wenn ihr dann nämlich hier den Akkuschrauber so haltet und das Ding reißt euch rum, er hat schon Kraft, er hat 80 Newtonmeter und es reißt euch rum und mit diesem Griff könnt ihr einfach besser halten, weil da ist kein Kickback Control drin. Kickback Control ist das hier. Und er reißt rum und ich bin immer noch auf dem Gaspedal, er blinkt. Und das heißt, er hat abgeschalten, weil jetzt hier der Akkuschrauber rumgerissen hat. Das passiert hier bei dem natürlich nicht. Klar, logisch, ihr müsst immer denken, Preis-Leistung ist es vollkommen in Ordnung, wenn er ihn nicht hat. Aber ihr müsst trotzdem darauf aufpassen, dass euch das hier nicht passiert, dass der hier wirklich komplett rumreißt, weil er reißt wirklich hier richtig krass rum und den Arm nimmt es natürlich auch mit. Also bei solchen Sachen, bei so schweren Sachen echt, kann ich euch nur empfehlen, mit Griff zu arbeiten. Aber wir kommen jetzt erstmal zur nächsten Disziplin und zwar habe ich jetzt hier einen 80er Lochbohrer und den werden wir jetzt einfach mal probieren, wie es sich da mit dem 80er Lochbohrer schlägt. So, ein 80er Lochbohrer ist drin in der Parkside und jetzt wollen wir mal schauen, wie er durchgeht. Ihr müsst bloß beim Eintauchen ein bisschen aufpassen, da könnte er dann ein bisschen ja, hängen bleiben. Jetzt schauen wir mal, wie er reingeht. Ja,
Gut, nur einmal ganz kurz hängen geblieben, aber das ist halt so. Und jetzt echt top. Ihr seht schon, 2,5 cm Hartholz ist echt gut durchgegangen, kann man gar nichts sagen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal den Bosch probieren. Also gefühlt war er jetzt eine Sekunde schneller, aber hat doch auch gepasst. Ihr seht's, dicke Scheibe. Und vor allem diese Lochsägen sind echt mega krass. Kann ich euch auch nochmal das Video hier oben verlinken. Echt ein geiles Ding, also nur mal so nebenbei erwähnt. Also das sind echt geile Dinger. Wir werden jetzt noch Beton probieren. Ich habe hier einen kleinen Betonklotz hier. Der ist auch mit richtig Steinen drin. Also gar nicht so einfach zu bohren. Mauerwerk ist ja gar kein Stress. Also ganz normales rote Ziegel hier oder so. Das ist ja gar kein Stress hier zu bohren. Aber jetzt wollen wir mal hier versuchen, hier mal rein zu bohren. Normalerweise nimmt man da hier richtig schönes großes Gerät dazu. Das wollen wir aber mal schauen, ob wir damit reinkommen ein bisschen. Und ich habe hier ganz normale HM Standard günstige Steinbohrer, ganz normal Standard. Es kommt immer natürlich darauf an, was ihr auch für Bohrer verwendet, aber wie gesagt, ich habe dann ganz normalen HM Standardbohrer. Jetzt wollen wir da einfach mal reinschießen. Gehörschutz und Schutzbrille ist Pflicht, also legen wir los. So, jetzt haben wir noch mit dem 12er durch, mit dem 12er Bohrer. Jetzt machen wir uns mal einen kleinen Spaß hier und machen das mal mit dem echten Bohrhammer, um zu schauen, wie gut sich doch die beiden Geräte in diesem krassen Teil hier doch geschlagen haben. Also ihr seht es gerade, es hat ja, ging rein wie Butter hier, das ist aber ganz klar, es ist ein fetter Bohrhammer hier. Aber ich muss sagen, die Geräte haben sich trotzdem echt sehr gut geschlagen. Vor allem der Parkside, der ging da eigentlich auch relativ gut rein, muss ich sagen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir auch in diesen fetten Betonklotz hier rein mit diesen ganzen Steinen drin reinbohren können. Einen direkten Vergleich von der Geschwindigkeit können wir natürlich nicht machen. Da kommt ein Stein mehr oder ein Stein weniger, dann geht es wieder leichter, geht es wieder ein bisschen schwerer. Also können wir da nicht wirklich einen direkten Vergleich machen. Reinkommen tun sie beide. Wir haben sogar noch auch noch Billigbohrer verwendet. Wenn man da jetzt auch noch bessere Bohrer nimmt, geht es auch noch ein bisschen einfacher. Und das ist ja auch eine Aufgabe eher für einen Schlagbohrer hier. Und deshalb, also ich muss sagen, für daheim echt top, wenn man hier mal in die ganz normalen Standardwände ein bisschen was reinbohren will, einen Dübel setzen oder so, überhaupt kein Problem, kann man mit diesem Gerät echt top machen. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein bitte, wie ihr das so, allgemein dieses Parkside Performance findet. Habt ihr schon Parkside Performance Geräte? Wollt ihr euch vielleicht welche kaufen oder seid ihr eher so die Bosch-Jünger? Und ihr geht eher so auf diese Bosch-Richtung. Schreibt es mal unten rein, würde mich echt freuen. Wen es interessiert, der kann natürlich jetzt auch noch diesen Akku auslesen. Das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt und einstellen. Ich habe jetzt schon ausgelesen, ja, 41% hat er noch Rest-Akku-Laufzeit. Ganz ehrlich, Leute, ich lade meine Akkus, wenn sie leer sind. Da muss ich nicht in der App nachschauen und gut ist. Apropos Nachladen, das Einzige, was mir nicht daran gefällt, ist, hier drauf zu drücken und ich habe eine LED-Anzeige nur von 3 LEDs und ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, in welchem Stand dieser Akku ist. Und hier habe ich 5 Anzeigen, einfach wenn ich hier drauf drücke. Und
habe halt einfach eine bessere Anzeige und kann genauer wissen, wie weit der Akku hier schon leer ist. Aber gut, ist auch Jammern auf hohem Niveau. Es geht auch mit diesen 3 Anzeigen. Gar kein Stress hier. Mit der großen Schraube hatte er ein Problem, aber im Ende, ehrlich gesagt, für die große Schraube, für dieses fette Ding, ist er auch nicht ausgelegt. Und der Bosch hat da besser durchgezogen, aber er hatte auch 5 Newtonmeter mehr. Und das könnte vielleicht schon daran liegen, dass es einfach einen besseren Durchzug hat wegen den 5 Newtonmeter. Und das kann man dem nicht angreifen. Also ist echt gut. Und dieses Riesending, die normalen Schrauben, kleineren, hat er ja gepackt, also längeren, aber dünneren. Aber das ist natürlich schon ein Mordsäumel hier. Und wie oft schraubt man sowas da rein, ganz ehrlich. Und für den Hobby-Heimwerker echt ein Top-Gerät. Deshalb auch zum Fazit von diesem Gerät. Ich bin top auf begeistert. Für den Hobby-Heimwerker echt eine Top-Preis-Leistung. Kann ich euch empfehlen. Ich habe schon viele andere Geräte jetzt auch schon mal in der Hand gehabt und habe mal ein bisschen damit geschraubt. Ich war da nicht so wirklich top überzeugt und das einzige günstige Gerät, wo ich echt überzeugt bin, ist diese Parkside Performance Reihe. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und abonniert die kleine Glocke, genau, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.